Herzlich willkommen zum Tutorial von Rio, der Logistics Flow. Wo ist mein Fahrzeug und in welchem Zustand befindet sich mein Fahrzeug? Genau diese Fragen beantwortet der Rio-Dienst Geo. Eine kurze Einführung der wichtigsten Funktionen gibt es in diesem Tutorial. Der beste Einstieg in den Dienst Geo ist die Karte. Ich bin schon auf der Rio-Plattform eingeloggt. Zur Karte gelange ich mit einem Klick auf den Flottenmonitor. Hier bin ich schon. Erst einmal kurz zur Orientierung. Auf der linken Seite sehe ich die verschiedenen Funktionen meiner Karte. Meine Fahrzeuge, meine Fahrer, die Routenplanung, die Points of Interest und die Geofences. In der Leiste oben kann ich zu weiteren Features navigieren. Unter anderem gelange ich hier zu den Points of Interest und Geofences, der Fahrthistorie und der Positionsfreigabe. Dazu später mehr. In der Starteinstellung sehe ich auf der Karte, wo sich meine Fahrzeuge aktuell befinden. Wenn sich mehrere Fahrzeuge nahe beieinander befinden, werden diese zur besseren Übersicht gruppiert. Wenn ich mit der Maus näher ranzoome, sehe ich die genaue Position meiner Fahrzeuge. Genauso kann ich mit der Maus auch wieder rauszoomen, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Hier in der linken Spalte kann ich meine Fahrzeuge nach Typ gruppieren, also zum Beispiel nach Truck, Trailer und Van. Mit einem Klick auf den Pfeil öffnet sich das Dropdown-Menü und ich sehe all meine Trucks. Die Gruppierung kann ich individuell anpassen. Die Fahrzeuge können also beispielsweise auch nach Einsatzzweck gruppiert werden, ganz wie es zu meinem Unternehmen und meinem Anwendungsfall passt. Die individuelle Gruppierung kann ich hier in der Fahrzeugadministration vornehmen. Darauf gehe ich aber heute im Detail nicht ein. Ich möchte sehen, wo sich mein MAN Truck 7 befindet und wie sein Zustand ist. Ich wähle den Truck aus und die Karte springt direkt zu meinem LKW. Ich sehe also auf der Karte schon, wo er sich befindet. Rechts in der Übersicht sehe ich alle Daten. Wann hat der Truck das letzte Mal seine Position gesendet? Was ist die FIN meines Trucks? Wer fährt aktuell auf meinem Truck? Was ist seine genaue Position inklusive der Adresse? Ich sehe den aktuellen Kilometerstand und den Tankfüllstand in Prozentpunkten. Zudem sehe ich, wie lange der Fahrer schon fährt und wie lange dementsprechend seine berechnete Restlenkzeit ist. So viel zum aktuellen Status meines Fahrzeugs. Wenn ich die vergangenen Fahrtendetails anschauen möchte, klicke ich auf die Fahrthistorie. Hier sehe ich auf der Karte, wo das Fahrzeug in einem ausgewählten Zeitraum gefahren ist. Ich sehe hier also alle sogenannten Ereignisse. Unter anderem können diese die folgenden sein: Wo hat sich mein Fahrzeug zur genannten Zeit aufgehalten? Wann wurde eine Fahrerkarte gesteckt oder gezogen? Und ist mein Fahrzeug in einem von mir markierten Geofence eingetreten? Ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel, dass ich meinem Kunden nachweisen möchte, dass das Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt auf seinem Hof eingefahren ist. Dies würde ich dann hier sehen. Den angezeigten Zeitraum kann ich frei einstellen. Eine Vorauswahl ist hier vorhanden. Heute die letzten 24 Stunden, gestern die letzten 3 Tage, die letzten 10 Tage und benutzerdefiniert. Bis zu 30 Tage können individuell ausgewählt werden. Dafür klicke ich auf diesen Kalender und stelle den gewünschten Zeitraum ein. Wenn ich all diese Daten detaillierter benötige, klicke ich auf Erweiterte Ansicht oder ganz oben auf die Fahrthistorie. Hier werde ich auf eine extra Seite weitergeleitet. Auf dieser Seite kann ich noch weitere Ereignisse filtern bzw. auswählen und mir in der Fahrthistorie anzeigen lassen. Dafür klicke ich oben mittig auf dieses Filtersymbol und sehe alle Filteroptionen. Diese sind Grenzübertritte, Fahrerwechsel, Fahrstatus, fährt oder steht, Geofence-Ereignisse, Zündungsstatus, Position und den Nebenabtrieb. Beispielsweise kann ich mir jede einzelne Position, die das Fahrzeug gesendet hat, anzeigen lassen. Das wähle ich jetzt hier aus und klicke auf Übernehmen. Nun wird mir die gesamte Fahrthistorie sekundengenau inklusive passender Details angezeigt. Ich sehe den Fahrer, den Kilometerstand, die aktuelle Geschwindigkeit, den Tankfüllstand und so weiter. Ich kann mir auch ein CSV oder Excel-Export ziehen, wenn ich meinem Kunden gegenüber in der Nachweispflicht bin, wann das Fahrzeug wo war.
Hierfür klicke ich auf dieses Download-Symbol und wähle CSV oder Excel-Export aus. Das war auch schon die kurze Einführung in unseren Kartendienst Geo. Viel Freude beim Entdecken der Rio-Dienste.